Deutsch hört sich manchmal so für dich an. Das wäre süß, aber Spaß beiseite. Hast du das Gefühl, dass die Deutschen oft viel zu schnell sprechen und du ihnen einfach nicht folgen kannst? Dann habe ich hier ein paar Tipps für dich. Legen wir los. Vielleicht sollten wir zunächst einmal die große Frage, die im Raum steht, beantworten. Sprechen Deutsche tatsächlich so schnell oder liegt es vielleicht doch eher an der individuellen Wahrnehmung des Zuhörers? Denn in einer Studie von 2011 an der Université de Lyon wurde nämlich untersucht, wie hoch die Sprechgeschwindigkeit in unterschiedlichen Sprachen ist. Die Sprechgeschwindigkeit wird anhand der gesprochenen Silben pro Sekunde berechnet. Dabei wurden 7 Sprachen genauer unter die Lupe genommen und diese Rangfolge entstand. Platz 1 belegte Japanisch mit 7,84 Silben pro Sekunde. Knapp gefolgt von Platz 2 Spanisch mit 7,82 Silben pro Sekunde. Danach Französisch mit 7,18 Silben und auf Platz 4 Italienisch. Auf Platz 5 Englisch und auf dem vorletzten Platz, noch vor Mandarin, kommt Deutsch. Nämlich mit nur 5,97 Silben pro Sekunde. Du siehst also, selbst Englisch wird schneller gesprochen als Deutsch. Ich war auch überrascht. Was aber sicher bei der deutschen Sprache dazu führen kann, dass man sie als schneller wahrnimmt, ist, dass wir Worte oft miteinander verbinden oder die Endungen verschlucken, sie also weglassen. Im Prinzip ziehen wir so längere Laute zusammen und kürzen sie. Dann wird zum Beispiel aus einem Sag mal plötzlich ein Sag mal. Und aus Ich glaube es wird dann Ich glaub's. Und aus Nicht wird Nicht. Anstatt also Sag mal, ich glaube es nicht, hörst du eher Sag mal, ich glaub's nicht. Und da wären wir auch schon beim ersten Tipp. Dieser richtet sich insbesondere an dich, wenn du schon auf einem etwas höheren Sprachniveau bist. Denn der Tipp ist, dass du diese sogenannten Kontraktionen lernst und dich mit ihnen beschäftigst. Damit du aber nicht extra danach suchen musst, habe ich hier ein paar davon für dich gesammelt. Starten wir mit dem Verb und deren Konjugation in der ersten Person Singular, also der Ich-Form. Im Deutschunterricht lernst du sie so zu konjugieren. Ich habe, ich mache, ich sage, ich gebe, ich gehe. Aber in der ersten Person Singular wird in der gesprochenen Sprache oft das E am Ende verschluckt. Daraus wird dann ich hab, ich mach, ich sag, ich geb, ich geh. Die nächste umgangssprachliche Besonderheit ist das Wörtchen es. Wenn wir Fragen stellen, die ein Verb und das Pronomen es beinhalten, wie zum Beispiel bei klappt es, dann verkürzen wir diese, indem wir das E von es weglassen und das S an das Verb anhängen. Also anstatt klappt es, sagen wir klappt's, macht's, stimmt's, gibt's. Ein Beispiel, das du sicherlich schon kennst, ist wie geht's? Wir sagen also eher seltener wie geht es dir, stattdessen sagen wir wie geht's. Wir verkürzen aber nicht nur es. Wir haben beim Sprechen auch nicht immer die Zeit, unbestimmte Artikel komplett auszusprechen. Da konzentrieren wir uns nämlich einfach auf die Endungen. Also nicht ein, sondern n. Und nicht einen, sondern nen. Und nicht einer, sondern ner. Also, ich habe nen Freund, anstatt ich habe einen Freund. Auch bei Fragen mit einem Verb und dem Personalpronomen du findest du eine solche Kontraktion. Wir sagen dann anstatt hast du, haste. Anstatt gehst du, gehste. Anstatt machst du, machste. Das gilt auch, wenn wir das Personalpronomen wir haben und eine Frage stellen. Also haben wir, machen wir, sagen wir. Daraus wird dann in der schnell gesprochenen Sprache haben wir, machen wir, sagen wir. Und ein letztes Beispiel für so eine sprachliche Kontraktion ist, wenn wir Präpositionen mit den bestimmten
und auch den unbestimmten Artikeln zusammenführen und verkürzen. Also anstatt ich stehe in der Schlange, sagen wir, ich stehe in der Schlange. Oder anstatt auf dem Dach ist eine Taube, auf dem Dach ist eine Taube. Oder an der Haltestelle steht niemand, an der Haltestelle steht niemand. Oder eben, ich warte an der Haltestelle, wir sagen, ich warte an der Haltestelle. Das alles, was ich erklärt habe, hat zu Tipp Nummer 1 gehört. Kommen wir nun aber zu Tipp Nummer 2. Und der ist, quäle deine Ohren ruhig mal ein bisschen. Das hört sich jetzt ein wenig brutal an, so meine ich das aber natürlich nicht. Ich erkläre dir, was ich damit sagen möchte. Manchmal sehe ich hier in meinen Kommentaren solche Sätze wie Clara, du sprichst zu schnell oder kannst du langsamer sprechen? Und in manchen Videos, wo ich weiß, dass das Thema einem Anfängerniveau entspricht, mache ich das natürlich auch. Aber manche Videos sind thematisch eher auf höheren Niveaustufen einzuordnen und da spreche ich in meinem natürlichen Sprechtempo. Denn Realität ist, dass man sich an unterschiedliche Sprechgeschwindigkeiten gewöhnen muss. Und mit meinen Videos machst du das, nämlich in deinen eigenen 4 Wänden. Das bedeutet, du kannst jederzeit zurückspulen, auf Pause drücken und selber einmal versuchen, den Satz nachzusprechen. Denn Untertitel sind ja da. Also mit Ohren quälen meine ich hier, dass du beim Hörtraining auch ein bisschen aus deiner Komfortzone raus musst. Auch dein Gehör braucht, wie ein Muskel, Training. Und wenn du immer nur die gleichen Gewichte benutzt, obwohl sie dir schon viel zu leicht sind, dann bleibt leider auch der Muskelaufbau aus. Und das kannst du mit der Weiterentwicklung des eigenen Hörverstehens gleichsetzen. Ein weiterer Tipp, den ich dir ans Herz lege, also Tipp Nummer 3, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wiederhole das Gehörte. Ob es ein Hörbuch ist oder ein Podcast oder was auch immer. Du wirst selbstverständlich nicht alles zu 100% verstehen. Aber je öfter du wiederholst, desto häufiger wirst du neue Ausdrücke und Sätze entdecken, die du vorher nicht verstanden hast, sie aber nun plötzlich doch verstehst. Ich habe da auch ein persönliches Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren in München Deutsch unterrichtet und bin immer mit der Bahn zur Arbeit gefahren. Wie du weißt, wird in München ein Dialekt gesprochen. Und als Nicht-Münchnerin hatte ich manchmal Schwierigkeiten, alles richtig zu verstehen. So auch in der Bahn, und zwar die Durchsage. Dazu muss man aber sagen, dass nicht nur der Dialekt schuld war, sondern auch die Lautstärke in der Bahn und auch die Akustik vom Mikro, das für die Durchsage verwendet wurde. Also, 3 Wochen fuhr ich täglich mehrmals mit der Bahn von A nach B und verstand, im wahrsten Sinne des Wortes, nur Bahnhof. Aber eines Tages, als ich gerade eingestiegen war und vor der Tür stehen blieb, da ich die nächste Haltestelle raus musste, schloss sich die Tür und ich hörte erneut die besagte Durchsage. Und plötzlich verstand ich es. Bitte zurücktreten, die Türen schließen selbstständig. Ich musste so lachen. Du siehst also, wenn du eine Sache immer wieder machst, geht irgendwann das Licht an, wie bei mir. Und zum Schluss der letzte Tipp. Versuche deine Sinneswahrnehmungen zu trennen, sprich trainiere dein Hörverstehen nicht immer nur mit YouTube-Videos, sondern nutze Medien, wo nur dein Gehör in Anspruch genommen wird. Also Radio, Hörbücher, Podcasts. In meinen Kursen habe ich sogar jede Menge Audios, mit denen du üben kannst. Falls du also dein Deutsch auf allen Ebenen verbessern möchtest, besuche gerne meine Webseite und suche dir den für dich passenden Kurs aus. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Wenn du also nur dein Gehör trainierst, ist das am Anfang zwar schwieriger, weil du weniger Kontext hast, aber im Alltag wird dir das Hören dadurch tatsächlich einfacher fallen, da du nun eben plötzlich Kontext, Mimik und Gestik dazu bekommst. Also im übertragenen Sinne, wenn du vorher mit schwierigen Gewichten trainierst, werden dir Übungen mit einfacheren natürlich viel leichter fallen.
So, anstatt dich jetzt zum Deutschlernen zu bringen, habe ich dich dazu motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber egal, wo du bist, lasse nie eine Gelegenheit im Alltag aus, Deutsch zu lernen. So ersparst du dir nämlich lange und langweilige Lernphasen zu Hause. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.